Heute nähen wir diese Jacke mit Kaffeesackmotiv. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal wird genäht und in den Lives auch mal gebastelt. Und heute möchte ich diese Jacke mit euch nähen. Das ist ein Lutherloh-Schnitt, der mich dezent zur Verzweiflung gebracht hat. Da sind viele Fehler passiert und ich teile die alle mit euch, dann müsst ihr die Fehler nicht mehr machen. Ich habe bei diesem Projekt unglaublich viel gelernt und wenn du Lust hast, diese Reise zu begleiten, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Video. Heute möchte ich eine Jacke nähen und wer meinen Kanal vielleicht ein bisschen intensiver verfolgt hat, ich glaube, ich muss auf die Seite zeigen, ich weiß es nie, hat wahrscheinlich diesen Vlog gesehen. Und dort habe ich Stoff gekauft und gesagt, dass ich diese Jacke nähen möchte. Ja, soweit zur Theorie. Ich kam dann nach Hause und habe mir diese Jacke ein wenig genauer angeschaut. Und habe dabei festgestellt, dass das vermutlich nichts wird. Ganz ehrlich, da ist so viel, wo ich nicht weiß, was ich da machen muss. Vielleicht probiere ich das mal irgendwann aus dem Probestoff, aber da sind wirklich einige Sachen, wo ich gar nicht weiß, was ich machen muss. Das ist natürlich immer die Krux bei Lutherloh. Dazu habe ich übrigens ein Fazitvideo gemacht, das findest du hier. Und da habe ich das ja gesagt, es gibt keine Anleitung und das ist das, was mich challenged und was mir Spaß macht. Aber das kann einen natürlich auch mal rauskicken. Und ich würde sagen, bei dieser Jacke hat es mich rausgekickt. Also ich glaube, die wird nichts. Deswegen habe ich mir diese Jacke angeguckt, denn auch die hatte ich in meinen Favoriten gespeichert und die gefällt mir genauso gut. Ich hoffe, dass die Besonderheit, die ich mit dieser Jacke vorhabe, mit der genauso geht. Der Witz ist, diese Jacke ist auf nicht dehnbaren Stoff ausgelegt. Ich habe aber dehnbaren Stoff gekauft, weil ich auch nichts anderes gefunden habe, was mir gefallen hat. Und diese Jacke ist auf dehnbaren Stoff ausgelegt. Also hat es vielleicht so sein müssen. Das heißt, ich versuche heute diese Jacke zu nähen und sie sieht machbar aus. Wir werden das sehen. Da sind auch ein paar Sachen, wo ich mir nicht so sicher bin, aber probieren geht über studieren. In dem Vlog, den ich vorhin schon verlinkt hatte, habe ich mir diesen Stoff gekauft. Das ist ein Jeansstoff mit einem recht guten Stretchanteil. Der hat jetzt durchs Waschen so Knicke bekommen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Irgendwie gibt es dem Ganzen nochmal so eine coole Used-Optik, die mir eigentlich richtig gut gefällt. Ich habe mir vor wirklich langer Zeit Kaffeesäcke bestellt. Einmal so 20 ganz normale Stück für auch nicht wahnsinnig viel Geld, mit denen ich eigentlich super viele Upcycling-Projekte machen wollte. Und jetzt fällt mir irgendwie doch nicht so das Zündende ein, vielleicht für den Sommer für die Terrasse. Wenn du Ideen hast, was man aus Kaffeesäcken alles nähen könnte und was du gerne sehen möchtest, schreib es in die Kommentare. Ich suche mir die coolsten Ideen raus, speichere mir das ab und dann werde ich im Frühjahr einmal mich an das Kaffeesack-Upcycling wagen. Und da habe ich auch einen extra Kaffeesack mitbestellt, der ein wenig teurer war, weil der dieses super coole Motiv drauf hat, dieses Lama. Und unten steht Peru, weil der Kaffee aus Peru kam. Und ich fand dieses Lama einfach so dermaßen cute und die Farben so cool, dass ich mir dachte, ich möchte dieses Lama auf den Rücken haben. Auch da, ob das funktioniert, wir werden sehen. Meine Sorge ist jetzt eher, dass die Jacke zu klein ist. Denn diese Jacke hat ja relativ viel Rückenfläche, auch wenn da dieses Band in der Mitte ist. Aber da hätte man sich mit Sicherheit eine Lösung gefunden, wie man damit umgeht. Und diese ist ja viel, viel kürzer. Dafür hat sie natürlich nichts in der Mitte. Also hoffe ich, dass hier auf den Rücken mein Lama drauf passt. Und ich habe mir den Schnitt auch schon mal zugeschnitten. Ihr kennt das ja inzwischen schon. Ich habe das in sehr, sehr vielen Videos schon gezeigt, wie man einen Lutherloh-Schnitt überträgt. Der hier ist auch nichts Besonderes. Da ist, glaube ich, nichts wahnsinnig Schwieriges, was das Übertragen angeht dabei. Eher dann beim Nähen. One eternity later. Ich habe jetzt alles zugeschnitten und ja, das war die Stelle, wo ich beim Aufzeichnen schon drüber gestolpert bin, an der ich jetzt hänge, wo ich mir nicht 100% sicher bin. Ich habe hier ein A und am Rücken auch ein A.
Das B habe ich hier vom Beleg, dass der hier angelegt wird, das ist eh klar. Und ich habe das B vom Bund, der dann hier unten entlang kommt. Soweit, so gut. Hier wird der Ärmel eingesetzt. Und zwar, das hier kommt vorne hin, weil das ja vorne ist und das ist ja der Rücken. Und normalerweise nähe ich immer erst oben die Schultern zusammen, setze da dann den Ärmel ein und schließe den Ärmel und die Seite in einem. Ja, jetzt steht hier, dass das zuerst, weil die Buchstaben bezeichnen ja, glaube ich, nicht nur, was zusammengehört, sondern auch die Reihenfolge. Das heißt, das hier sollte zuerst zusammengenäht werden, aber ich mag das einfach nicht, deswegen werde ich das so nicht machen. Die viel schwierigere Stelle ist hier der Kragen. Ich habe mir jetzt überlegt, wie könnte das gehören. Und da der Kragen ja auf jeden Fall innen sein soll, denke ich, macht ja nur so Sinn, ne? Also das hier soll ja nicht später auf die fertige Schulter nachgenäht werden. Das heißt, ich werde das hier wahrscheinlich zuerst hier annähen. Also wahrscheinlich als allererstes den Beleg drauf und dann das Ganze zusammen und dann die Schultern. Ob das so richtig ist, weiß nur Lutherlo. Und ob das so klappt, weiß ich auch nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht, wie immer. Aber ich werde das jetzt so mal ausprobieren und ja, wir sehen ja, ob es was wird oder nicht. Jetzt habe ich hier meine beiden Vorderteile genommen und die beiden Belege. Die Belege habe ich zuvor innen noch versäubert, weil ich da ja nicht mehr dran komme ordentlich später und der Rest ja eh in irgendeiner Art und Weise vernäht wird. Und dann habe ich als erstes die Belege aufgenäht oder beziehungsweise aufgesteckt, einmal den Rand entlang und dort habe ich auch entlang genäht. Es sah dann so aus, ich habe hier außen einmal entlang genäht und dann die Spitzen eingekürzt, damit ich da gleich die Ecke schön wenden kann. Da immer darauf achten, dass man nicht in die Naht schneidet natürlich. Und dann habe ich mit so einem Ausformtool von Prüm meinen Beleg nach innen gewendet und habe das ausgeformt, gebügelt und das habe ich natürlich bei beiden Teilen gemacht. Ich habe das Ganze jetzt, den Beleg einmal gebügelt und nach innen umgeschlagen und ich habe immer noch das Problem, dass ich das Gefühl habe, mir muss ein Stück Kragen fehlen. Jetzt habe ich mir noch mal alles rausgesucht und stelle fest, ich habe hier eine Manschette bei 216 und das ist die Jacke 216. Und ich habe hier eine Manschette und jetzt verstehe ich schon mal nicht, warum ich zwei Manschetten habe. Aber es ist eine Manschette. Eine Manschette ist ja kein Stück zwischen dem Kragen. Auf jeden Fall habe ich einen Ärmel, eine Manschette, Vorderteil, Rückenteil und Bund. Und wenn ich mir das so anschaue, Vorderteil mit dem Kragen, hinten natürlich das Rückenteil, die Ärmel und der Bund und natürlich die Manschetten. Dann müsste ich eigentlich alle Teile haben. Und wenn ich hier gucke, dann sehe ich, dass dieser Kragen nur in der Mitte zusammengenäht ist und nicht an zwei Stellen. Das heißt, der hat auch kein Zwischenstück. Ja, und jetzt bin ich überfragt und ich werde jetzt das einfach erstmal hier so annähen, dass das nach innen geht und werde dann die Schultern aufeinander nähen und weiter gucken. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Okay, ihr seht schon, ich habe mir die Haare zusammenbinden müssen, wie ich die schon genervt haben. Ich habe mir das Teil jetzt mal an den Körper gelegt und ich glaube, ich bin einen Schritt weiter gekommen. Mein Plan war ja, das jetzt hier so dran zu nähen. Aber das macht gar keinen Sinn. Weil dann geht der Kragen in die völlig falsche Richtung, ist mir aufgefallen, wenn man sich das anlegt. Wenn ich mir die Schulter auf die Schulter lege und den Kragen da dran mache, dann geht der Kragen außen hin. Aber der Kragen muss ja nach hinten hin. Wisst ihr, wie ich meine? Man sieht das auch so schlecht. Das heißt, der reicht wahrscheinlich tatsächlich und muss einfach hier aneinander genäht werden. Ich weiß jetzt nicht, wann ich was mache, weil ich habe da keine Zahlen gesehen, also keine Buchstaben gesehen für die Reihenfolge. Das Einzige, was mir jetzt schlüssig vorkommt, ist, dass ich das hier schließen muss und dieses untere Stück noch, damit ich das wenden kann, also so wie hier. Das heißt, das würde ich jetzt als erstes machen, nochmal rechts auf rechts legen. Ich habe das ja jetzt schon gebügelt, aber das macht ja nichts. Also das hier nochmal rechts auf rechts legen und hier die Strecke zusammennähen und das dann wenden. Und eigentlich habe ich dann keine schöne Naht, aber ich weiß mir jetzt auch nicht anders zu helfen.
Und dann werde ich die beiden aneinander nähen. Oder erst an die Schultern, wahrscheinlich erst die Schultern aneinander. Wenn ich die Schultern aneinander habe, das. Ich nähe jetzt erstmal hier diese kurze Strecke rechts auf rechts. Und dann gucken wir mal. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich habe diese beiden Teile, also den Beleg, wieder auf das Vorderteil gewendet und habe diese kurze Strecke geschlossen. Ich sag's schon mal dazu, das war falsch. Das habe ich wieder aufgetrennt. Aber jetzt habe ich es erstmal festgesteckt und habe das genäht und habe das Ganze dann gewendet. Und nachdem ich das gemacht hatte, wollte ich die Schultern aufeinander nähen. Und ich habe hier festgestellt, dass das Rückenteil länger ist als das Vorderteil. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich irgendwie beim Übertragen einen Fehler gemacht habe oder ob das wirklich kürzer ist. Ich habe dann festgestellt, dass der Stoff sich locker auf die Strecke dehnen lässt und habe dann beschlossen, wird schon gehen. Bevor ich jetzt die Form verändere, dehne ich das lieber ein bisschen und bringe das auf dieselbe Strecke. Und das habe ich festgesteckt, festgenäht, versäubert und dann nochmal abgesteppt auf den Rücken, sodass das erstmal gut liegt. Ja, und dann hatte ich das da liegen und habe festgestellt, dass ich dumm war. Aber aus Fehlern lernt man. Diesen Fehler mache ich wahrscheinlich nicht mehr und jetzt verstehe ich auch, wie so ein Kragen funktioniert. Denn wenn man nur das Schnittteil sieht und das noch nie gemacht hat, leuchtet es einem wirklich nicht ein. Und jetzt sehe ich hier, ich muss das natürlich rechts auf links einmal festnähen und dann macht diese zugenähte kurze Strecke gar keinen Sinn. Also aufgetrennt und dann erstmal auch tatsächlich den Kragen und den Beleg zusammengenäht. Wobei das wahrscheinlich mehr Sinn gemacht hätte, wenn man da den Kragen zusammennäht, den Beleg zusammennäht und dann das Ganze rechts auf rechts näht. Aber auch das ist ein Lernprozess und jetzt weiß ich es ja fürs nächste Mal. Nachdem ich das dann zusammengenäht hatte, habe ich das wieder auf rechts gewendet und das sieht jetzt so aus. Jetzt ist natürlich oben die Ecke nicht so schön, weil wie gesagt, hätte ich das in einer anderen Reihenfolge gemacht, wäre das ein bisschen schicker. Aber sei es drum, ich denke, es wird gehen. Und dann habe ich das Ganze wieder rechts auf rechts gelegt, also den Kragen auf den Rücken. Und jetzt stimmt auch meine Strecke. Und dann habe ich das Ganze aneinander gepinnt, versäubert und dann ist das auch tatsächlich festgenäht vernünftig. Hello, es ist ein paar Tage später nach dem Kragen, der auch zugegeben an ein paar Stellen nicht so schön ist, aber die sind gut versteckt, die sieht man nicht. Habe ich erstmal ein paar Tage frei gebraucht und habe das liegen gelassen. Und jetzt dachte ich, bevor ich an die Ärmel gehe, mache ich mein Motiv auf den Rücken, weil jetzt liegt das Ganze noch so schön offen. Und ich habe das mal ausgemessen und das ist, wenn ich hier relativ weit oben anfange, 53, aber ich brauche hier noch was für den Bund, also so 50 Zentimeter, dann hätte ich unten ein bisschen Platz, dann hätte ich oben ein bisschen Platz und dann habe ich mein Motiv mal gemessen und da bin ich doch ein gutes Stück weiter. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte ich das machen? Und erst wollte ich eventuell das Peru abschneiden, aber ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Dann habe ich gedacht, man könnte das hier so an dem Grünen entlang. Ich weiß noch nicht. Irgendwie sieht das schon gut aus. Zweite Idee war, das Peru dran zu lassen und hier rumzuschneiden. Ich habe von dem Ohr gemessen, weil das weiter oben ist, bis runter. Das würde dann passen. Was mir tatsächlich noch nicht gefällt, wenn ich das hier ausschneide, dann ist das hier figürlich, sage ich jetzt mal, und dann wird es hier so viereckig. Und das gefällt mir dann irgendwie doch wieder nicht so hundertprozentig. Deswegen bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich das ausschneide mit ein bisschen Zugabe, damit ich das Ganze einmal mit so einem Satinstich dann da drauf nähen kann. Also mit so, weiß ich nicht, ein bisschen weniger als 1 Zentimeter vielleicht. Und ob ich tatsächlich hier so um das Grüne rum und dann das Peru weglasse. Das kann ich dann auch nicht mehr dran nähen, weil hier ist einfach zwischen dem E und dem Schal, den das Lama um hat, zu wenig Platz. Und ja, da habe ich jetzt hin und her gemessen. Und 50 Zentimeter haben wir ja gesagt, sind so ungefähr Platz. Und hier wäre ich dann bei dem oberen Ohr, wo sind wir denn da ungefähr so 44, 45. Und ich muss ja noch den Satinstich dazu rechnen, also das würde gut passen. Und ich denke, so werde ich es auch machen. Das heißt, ich schneide als erstes hier das Motiv mal großflächig aus, bügel das,
Dann kommt eine Verstärkung auf die Rückseite, damit das Ganze schon mal nicht mehr ausfransen kann. Und dann schneide ich erst alles aus. Und zum Ausschneiden hole ich euch wieder dazu. Hier habe ich jetzt Bügelvlies auf der Rückseite aufgebügelt, ein ganz dünnes, leichtes, nur damit das Ganze in sich mal ein bisschen zusammenhält. Und dann habe ich um das Motiv herumgeschnitten. Mit so 0,7 bis 0,9 Millimeter werde ich da irgendwo gelegen haben. Ich habe mir das nicht angezeichnet, ich habe das einfach so nach dem Auge gemacht. Und ja, wenn ich dann da einmal komplett rum bin, dann sieht das so aus. Mein zugeschnittenes Motiv habe ich dann auf den Rücken gelegt und mit dem Maßband ein bisschen geguckt, dass das auch mittig ist, also dass links und rechts sowie oben und unten in etwa ein stimmiges Verhältnis herrscht. Dann habe ich das mit ein paar Nadeln fixiert und habe die so weit vom Rand weggesteckt, dass ich mit der Nähmaschine einfach nähen kann, ohne die rausnehmen zu müssen, sondern dass die stecken bleiben können, damit mir auch nichts mehr verrutscht und ich am Ende nicht das Motiv irgendwie schief drauf habe. Und dann bin ich damit an meine neue Nähmaschine und habe auch direkt das erste Mal einen Satin-Stich ausprobiert. Und da habe ich mir Zeit gelassen und bin da einfach nach und nach um das Motiv rum und habe versucht, auch um die Rundungen vernünftig zu kommen. Es hat ein paar Stellen, wo es nicht 100% geworden ist, aber für mein erstes Mal und mit so einem Anführungsstrichen schwierigen Motiv, mit so vielen Rundungen und Ecken, bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und das sieht so aus. Dann habe ich mir die Manschetten genommen und zwar habe ich da immer 2 für jeden Ärmel und habe auf einer Seite 1 Zentimeter umgebügelt und das habe ich bei allen 4 Stück gemacht. Und das sieht dann so aus. Und die habe ich dann auf meinem Ärmel platziert, rechts auf rechts beziehungsweise rechts auf links. Wer meint, dass er sich damit vielleicht ein bisschen schwer tut, kann auch erst eine Seite annähen mit etwas weniger als der gedachten Nahtzugabe. In meinem Fall ist das immer 1 Zentimeter. Und dann die zweite Seite mit der vollen Nahtzugabe. So wäre die erste Naht innen drin. Wenn man sich da unsicher ist, kann man das gut in 2 Schritten machen. Ich habe das jetzt alles aufeinander gepinnt in einem Rutsch und habe mir da einfach beim Anstecken Zeit gelassen und habe dann alles auf einmal angenäht. Und ich lese schon die Kommentare. Aber Barbara, das macht man gar nicht so. Das ist ja nicht schön, wenn man da dann alles zusammennäht. Und ja, ihr habt recht, ist mir bewusst, aber ohne Mist. Dieses Schnittmuster hat mich so viel Nerven gekostet, dass es mir einfach egal war. Und ich sag euch was, es geht trotzdem. Man muss nicht immer perfekt sein, um am Ende ein gutes Ergebnis zu haben. Also habe ich da drüber genäht mit meiner Nahtzugabe und die 3 Teile miteinander verbunden. Dann habe ich das Ganze nach außen geklappt, die beiden Manschetten, gebügelt, die ordentlich aufeinander gelegt und am unteren Rand, da hatten wir ja schon den Zentimeter nach innen gebügelt, einmal geschlossen, indem ich das ganz knappkantig abgesteppt habe. Dann habe ich den Ärmel eingesetzt. Da muss ich natürlich gucken, was vorne am Ärmel war und was vorne an meiner Jacke ist. Und ich mache das in der Regel so, dass ich den Ärmel in die Hälfte falte, mir dann eine Nadel reinstecke und das dann auf die Schulternaht lege. Dann geht sich das in der Regel auch aus. Und dann steckt man das einfach ganz langsam an der Rundung entlang. Und dann habe ich da drüber genäht und dann war mein Ärmel auch schon eingesetzt. Nachdem ich dann beide Ärmel angenäht hatte, habe ich das Ganze rechts auf rechts gelegt. Ich beginne immer an der Achselnaht das festzustecken, damit die sich trifft, lege eine Nahtzugabe in die eine und die andere in die andere Richtung. Und dann stecke ich mir das entlang und habe in dem Fall da, wie gesagt, einfach drüber genäht und auch die Manschetten so einfach mitgeschlossen. Dann habe ich mir den Bund genommen, da brauche ich natürlich 2 Teile, damit ich den doppelt legen kann. Und den habe ich mir aufeinander gesteckt, rechts auf rechts. Und damit vorne, wo der letzte Knopf sitzt, beziehungsweise das letzte Knopfloch, das Ganze ein bisschen verstärkt ist, habe ich mir ein Stück so eine Fließeinlage zugeschnitten. Ich verlinke euch das unten. Damit kann man schon sehr viel an Kleinigkeiten abdecken, die man an der Nähmaschine macht. Und das ist auch relativ fest und es lässt sich halt gut verarbeiten, was ich tatsächlich sehr angenehm finde. Und da habe ich mir einfach ein Viereck rausgeschnitten und habe das auf einer Seite noch mit dran gepinnt und das Ganze einfach eingenäht. Und dann habe ich an den 3 Seiten drüber genäht. Auf einer Seite ist hier jetzt meine Verstärkung und zwar an beiden Ecken natürlich, denn ich habe ja einmal Knopfloch und einmal Knopf. Und jetzt die Ecken wegtrimmen,
einmal das Ganze wenden, die Ecken ausformen und bügeln. Dann kann ich den Bund annähen. Dazu lege ich den rechts auf die Jacke und den Beleg habe ich nach außen geklappt. Den klappe ich dann auch rechts auf meinen Bund. Das stecke ich zusammen fest und dann stecke ich mir den Bund bis zur ersten Seitennaht, wiederhole das auf der anderen Seite und stecke mir danach die Mitte. Und dann sollte sich das Ganze ausgehen. Dann nähe ich da einmal drüber. Ich habe das auch wieder mit der Overlock versäubert. Und danach kann man das einfach wenden, indem man unten an den Bund zieht und dann klappt sich der Beleg auch automatisch wieder nach innen. Ich habe das Ganze dann gebügelt und die Nahtzugabe noch auf die Jacke gesteppt, damit das Ganze ein bisschen schöner liegt. Dann wollte ich meinen Beleg noch absteppen. Allerdings wollte ich den dort, wo die Knopflöcher bzw. die Knöpfe später sitzen, auch wieder verstärken. Und da habe ich mir einfach jetzt mein Vlies genommen und auch die Reste davon, habe das einmal reingesteckt, mir mit einem Trickmarker markiert, wo das Ende von meinem Beleg ist, habe das ausgeschnitten und dann einfach reingelegt, festgesteckt und dann einmal komplett um den Beleg herumgenäht und damit auch gleichzeitig das Vlies festgenäht. Und so sieht das jetzt aus, das Ganze. Jetzt brauche ich natürlich Knöpfe und Knopflöcher. Also habe ich meine 2 Leisten übereinander gelegt und habe mir das ausgemessen. Die Jacke ist so gedacht, dass die nicht bis oben hin zugemacht werden kann und das würde ich auch nicht wollen. Also habe ich mal geguckt, wie das für mich passt und wie ich dann die Knöpfe einigermaßen homogen verteilen kann. Und da habe ich mir dann Markierungen gemacht und habe da dann nochmal vom Rand den Abstand gemessen, sodass ich überall denselben Abstand habe und die Knöpfe am Ende alle auf derselben Höhe sitzen. Dann habe ich überlegt, welche Knöpfe ich nehme, ob ich etwas Grünes oder Rotes wie beim Lama hinten nehme oder doch etwas Naturfarbenes. Es ist schon wieder ein Tag später. Bei meiner Knopfauswahl gestern hat dann die Kamera nicht mehr mitgemacht. Die war müde und wollte schlafen und dann dachte ich, ist okay, dann mache ich das auch. Und bevor wir jetzt gleich die Knopflöcher annähen, an meiner neuen Maschine übrigens mit einem komplett anderen Knopflochfuß, möchte ich etwas mit euch auspacken, denn ich habe eben Post bekommen. Und zwar habe ich dieses riesige Paket bekommen von Schneidematten-Shop. Und das ist total witzig, denn ich habe da echt schon lange überlegt zu bestellen. Und ich habe mir eine personalisierte Matte bestellt. Das heißt, eine Matte in meiner Wunschgröße. Und zwar in der Größe, sodass es hier genau das Kamerafeld abdeckt. Komplett den Tisch in der Länge, in der Breite. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, das mit euch auszupacken. Die haben auch Matten in Pink und da ist jetzt nur noch Abverkauf, weil keiner pinke Matten wollte. Kann mir mal einer erklären, warum keiner pinke Matten will? Ich hätte die personalisierte Matte super gerne in Pink gehabt, habe sie mir jetzt aber in Grau bestellt und was mir da gefällt, man kriegt die Matten nicht nur in Grün und Schwarz, wie man die sonst überall bekommt, sondern die kleinen auch in Pink und in Grau und in Transparent. Außerdem haben die Sicherheitslineale und andere Lineale. Also das ist relativ vielseitig, was die da so an Auswahl haben. Und jetzt bin ich auf meine personalisierte Matte gespannt, denn das ging mal raketenschnell, dass die hier war. Also wirklich raketenschnell. Heute ist Donnerstag. Ich glaube, ich habe Dienstag die Mail mit den Maßen geschrieben. Und heute ist Donnerstag und ist schon da. Montag oder Dienstag. Also es war raketenschnell. Und ich habe hier viel mehr drin, als ich dachte. Zuallererst fangen wir damit an. Habe ich hier ein Sicherheitslineal. Und das ist doch das mal massiv. Das Alu, also nicht Plaste oder so. Unten vollflächig gummiert. Eine sehr große Auflagefläche. Und das Ganze ist ein Sicherheitslineal, weil man das hier hält und die Finger von der Schneidekante weg hat und sich dann nicht in den Finger schneiden kann. Und wenn ihr wüsstet, wie oft ich mich bei irgendwas schneide, dann wüsstet ihr, dass ich sowas schon immer gebraucht habe. Also sehr geiles Sicherheitslineal. Die Dinger gibt es bis zu 3,50 Meter, glaube ich, auf der Seite. Also richtig, richtig groß. Und ich habe hier 75 Zentimeter. Und das gefällt mir richtig gut. Das
wiegt auch was und ich kann es aufhängen. Super Sache. Dann habe ich... Also hier jetzt ein ganz großes Danke an den Schneidematten-Shop, denn guckt mal, da ist auch eine in Pink. Oh, warum will das keiner? Das ist so eine schöne Farbe. Und auf der anderen Seite, oh Gott, das ist riesig, ne? Ist das Ganze grau. Und wie groß ist das? Das ist 85 auf 55 Zentimeter, also auch schon gar nicht mehr so klein. Mega cool. Dann schauen wir weiter rein. Oh, das wird auch schwer ab so einer gewissen Größe. Oh ja. Oh. Dann habe ich hier meine personalisierte Matte, die fast so groß ist, wie ich es bin. Die ist richtig schön dick. Jetzt muss ich mal kurz aufräumen. Dann schauen wir mal, ob meine neue Matte passt. Ah. Andersrum. Und was soll ich sagen? Sie passt halt ganz genau auf den Tisch. Ich habe mir das so ausgedacht, dass das hier an meiner Lampe anstößt, weil ich könnte das zwar drunter machen, weil das Ganze hier am Tisch festgezogen ist, das ist mein Kamerastativ und das ist meine Lampe. Wenn ich das aber drunter mache, dann kann ich die nicht einfach wegnehmen, dann müsste ich das jedes Mal lösen. Also habe ich von hier aus gemessen bis zur Tischkante und hier ist die Tischkante. Und jetzt ist das riesengroß. Und das finde ich mega. Also jetzt habe ich so richtig viel Platz. Man kann da, glaube ich, auch noch viel größere Matten machen lassen. Ich habe mir sowas schon mal überlegt für auf dem Boden, um wirklich so ganz große Stoffstücke auslegen und alles auf einmal ausschneiden zu können. Vielleicht wird sowas mal noch nachgelegt, aber für den Moment bin ich sehr glücklich damit. Und jetzt liegt da noch ein Lineal mit drin. Also die haben nicht nur diese Sicherheitslineale, sondern auch in Anführungsstrichen normale Alulineale. Ich nutze schon seit Jahren nur noch Alulineale, weil ich immer so ein bisschen grobmotorisch bin und immer ziemlich fest drücke und in die Plastikdinger reinschneide. Hat auch hier Gummierungen, damit da nichts rutscht. Hat natürlich diesen Sicherheitsaspekt nicht, aber ist einfach ein super Lineal. Vielen Dank an den Schneidematten-Shop. Habe ich nicht bestellt, aber ich freue mich sehr darüber. Und das ist wirklich ein großer Karton. Ich habe was Süßes gekriegt. Das ist super nett. Also super sympathisch. Ich habe auch mit dem Geschäftsführer telefoniert. Ganz sympathischer Mensch. Das war ein super angenehmes Gespräch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt wo ich es hier so liegen habe. Du kannst dir jede Größe machen lassen, die du willst. Also mit Sicherheit gibt es Grenzen, aber ich denke, alles, was wir Hobbynäherinnen so brauchen, kann man sich machen lassen. Und das ist wirklich super schnell da. Das Einzige, was ich jetzt machen lassen muss, ist 2 Tage oder einen Tag auslegen lassen, damit die leichte Rundung vom einmal rein in den Karton weggeht. Und dann habe ich jetzt eine neue Schneidematte, die ihr dann ab sofort als Untergrund von meinen Nähwerken seht. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch das in der Infobox. Jetzt kann ich die Knopflöcher nähen und dazu habe ich hier diesen Fuß und der wird eingesteckt in der Maschine. Und deshalb klippe ich den als erstes unten an mein Füßchen. Und dann kann ich diesen Stecker hinten einstecken. Der hat da so einen Schlitz, da passt der rein, da passt auch sonst nichts rein. Und dann ist der Fuß aktiviert. Dann muss ich in meine Stichauswahl gehen, mir ein Knopfloch aussuchen. Ich habe mich hier für ein rundes entschieden. Und jetzt muss ich die Einstellungen treffen. Dazu muss ich die Größe meines Knopfes wissen. Das sind hier genau 3 cm, also stelle ich die Länge auf 3 cm. Dann kann ich noch die Breite und die Stichdichte auswählen. Ich habe das hier ein wenig dichter gemacht.
und auch ein klein wenig breiter. Ich habe mir die 3 Zentimeter, die mein Knopf groß ist, jetzt noch markiert, sprich von der Mitte aus, also von meiner Markierung aus, 1,5 nach oben und 1,5 nach unten. Und dann weiß ich gleich, wo ich mit dem Knopfloch zu nähen anfangen muss. Jetzt gehe ich damit an meine Maschine und mein Fuß hat links so eine Einkerbung, die sieht man auf der Kamera leider schlecht, und auf dem Kunststoffteil so einen roten Pfeil. Und diese Einkerbung und dieser rote Pfeil, die müssen übereinander stimmen, das heißt, die müssen sich treffen. Und ich habe ja so eine kleine Spitze an diesem Kunststoffteil in der Mitte. Das zeigt mir die Mitte an und ich muss natürlich genau da anfangen, wo mein Knopfloch anfangen soll. Das muss ich einmal ausrichten. Da kann ich mir die Nadel zu Hilfe nehmen, indem ich die nach unten hole und gucke, wo die einsticht. Und wenn ich das Ganze dann runterhole, muss eben diese Einkerbung mit diesem Pfeil passen. Und wenn das alles stimmt, dann kann ich auf Start drücken und dann macht den Rest die Maschine von alleine. Wenn ich dann alle Knopflöcher genäht habe, dann stecke ich mir immer oben beim Knopfloch eine Nadel quer. Und zwar so, dass ich auf die untere Kante des Genähten treffe. Das hat den Hintergrund, wenn ich das jetzt mit dem Nahttrenner öffne, den Stoff in der Mitte, dann kann ich nicht ein bisschen zu viel Gas geben und oben in meinen Knopflochnaht reinhämmern, sondern da bleibe ich auf jeden Fall an der Nadel hängen. Und dann kann ich mir mein Knopfloch nicht zerstören, das ich gerade so mühsam genäht habe. Wenn die alle offen sind, dann kann ich meine Jacke so hinlegen, dass die Leiste sich genau trifft, also dass die Leiste ordentlich übereinander liegt. Und dann ziehe ich ganz klein wenig auseinander, sodass ich in der Mitte von meinem Knopfloch mir eine Markierung setzen kann und da wird dann der Knopf angenäht. Und weil ich faul bin, habe ich mich für die Knopfannäh-Variante an meiner Nähmaschine entschieden. Das ist einfach nur ein Strich, der genäht wird quasi. Und da muss ich mit dem Spiegeln mir einmal meine Knopflöcher einstellen, dann macht die Maschine auf Start alles von alleine. Das geht genauso gut mit der Hand, das war reine Faulheit, warum ich das so gemacht habe. Da muss ich hinten nur noch die Fäden abschneiden und dann bin ich fertig. Und so habe ich jetzt erstmal alle Knöpfe angenäht. Und fertig sieht das Ganze dann so aus. So, ich bin noch nicht ganz fertig, denn ich habe mir noch ein Patch mit einem Lama drauf bestellt, weil ich fand, dass es hinten wirklich cool geworden ist und wirklich cool aussieht, aber vorne irgendwie noch was fehlt. Ich ziehe sie jetzt mal an. Ich finde es ganz gut so. Durch die Verstärkung halten natürlich die Knopflöcher und die Knöpfe ein bisschen mehr aus und die kann man natürlich auch mit der Hand annähen. Ich wollte es aber jetzt mit der Maschine machen. Wenn man es einmal eingestellt hat, geht es halt super fix. Ja, ich weiß, dass man Bündchen, also diesen Bund hier unten so nicht annäht. Ich habe das ja auch schon anders gemacht. Man schließt normalerweise das Ganze, dass man die Nähte innen hat, schließt den Ärmel und näht das rum. Aber es war mir einfach zu viel Arbeit. Und ich war nach dem Kragen so genervt, dass ich es einfach fertig haben wollte und mir gedacht habe, egal, so genau guckt da keiner hin. Ich werde da einmal drüber bügeln und vielleicht steppe ich dann die Naht auch noch nieder. Dann steht die auch nicht weg. Manchmal darf man auch schummeln. Also ich schummel manchmal. Ihr müsst es nicht machen. Wir wissen jetzt auch, Jacken sind noch nicht so meins. Das muss man noch ein bisschen üben. Der Kragen ist an ein paar Stellen innen nicht so richtig schick, weil ich das halt völlig falsch angefangen habe. Ich habe da noch mal drüber nachgedacht und ich denke, ich würde das nächste Mal die Schultern zusammennähen, dann den Kragen zusammennähen und an den Ausschnitt nähen und da dann den Beleg drauf nähen. Das ist vermutlich die richtige Reihenfolge. Da hat Lothar mir diesmal leider gar nicht geholfen mit den Buchstaben. Aber macht ja nichts, beim nächsten Mal weiß ich's und es ist ja tragbar und ob innen eine Stelle nicht so 100% schön ist, ich sag's ganz ehrlich, es sieht ja keiner, wen juckt es. Ich bin jedenfalls super happy, trotz kleiner Fehler, die innen liegen und keiner sieht, trotz ein bisschen Cheaten am Ärmel. Ich freue mich jetzt noch auf das Patch, das wird morgen kommen und dann kriegt ihr Beauty Shots. Und ja, dann mache ich, glaube ich, Feierabend für heute und werde mir überlegen, wo ich meine schöne rosa neue Matte verstaue. Denkt dran, schaut unbedingt beim Schneidemattenshop vorbei. Vielleicht findet ihr euch ja eine schöne neue Schneidematte. Das ist jetzt das Bügelpatch mit dem Lama. Am Ärmel habe ich einen Zierstich gemacht und einen kleinen Spruch, sei immer du selbst, außer du kannst ein Lama sein. Und jetzt gucke ich mal, wo ich das positioniere, damit ich das dann auch einmal rumnähe. So, die Jacke ist endlich fertig.
Vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ich habe mich dafür entschieden, meinen Spruch hier unten drauf zu machen. Ich mag die Jacke. Ich finde es gut, dass man hier für Frühjahr und Herbst ein bisschen Platz drin hat, um noch ein bisschen dickeren Pulli drunter ziehen zu können. Ich finde es aber auch einfach schön vom Schnitt her mit diesem großen, breiten Kragen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde, sie fällt angenehm. Der Stoff, den ich hier gewählt habe, dieser Jeansstoff, ist nicht zu steif. Ich könnte mir vorstellen, mit einem steiferen Stoff sieht sie vielleicht ein bisschen eckig aus. So finde ich es aber voll in Ordnung. Und hätte ich nicht meinen Kaffeesack unbedingt verarbeiten wollen, hätte ich mir auch einen richtig bunt gemusterten Stoff ganz, ganz gut für diese Jacke vorstellen können. Mir gefällt das mit meinem Lama-Patch, meinem Spruch und natürlich dem Highlight, dem Kaffeesack auf der Rückseite. Ich finde, diese kleine Stickerei am Ärmel macht es noch besonders. Und ganz ehrlich, das Cheaten hier am Ärmel, dass ich das einfach zusammengenäht habe, das fällt nicht auf, das wird niemand sehen. Die Fehler, die ich durch den Kragen gemacht habe, weil ich ja das zusammengenäht und wieder aufgetrennt und ihr habt es gesehen, die liegen alle unter dem Kragen oder innen, die sieht man auch nicht. Also ich bin fein damit und ich habe tatsächlich unglaublich viel gelernt bei diesem Projekt. Und das ist das, was ich ja bei Lutherloh immer sage, man kriegt keine Anleitung, man kann dran verzweifeln und das wäre ich auch fast. Man kann auch dran scheitern, aber wenn man nicht aufgibt, kann man daran wachsen und unglaublich viel lernen und das habe ich bei diesem Projekt getan. Ich bin happy mit meiner Jacke, ich freue mich aufs Frühjahr, da werde ich die öfter mal ausführen. Schaut auch unbedingt beim Schneidemattenshop vorbei. Mit dem Code BABS bekommt ihr 10%. Vielleicht möchtest du dir noch eine personalisierte Matte in deiner Wunschgröße holen und 10% sparen. Quasi ein Weihnachtsgeschenk von dir an dich. Und es gibt noch eine kleine Ankündigung. Wenn dieses Video rauskommt, müsste es Mitte Dezember sein und ich müsste mitten im Umbau sein. Und zwar, das wissen nicht viele, dieses Regal ist eine Tür. Hinter diesem Regal befindet sich nochmal ein Raum und der ist noch ein bisschen größer als mein Nähzimmer jetzt. Wir haben da unseren Weihnachtsurlaub, mein Mann und ich, und werden das komplette Nähzimmer umbauen. Es wird etwas größer, ich bekomme etwas mehr Arbeitsfläche, es wird insgesamt ein bisschen anders organisiert. Das hier, was ja doch einigermaßen unruhig ist, wird weichen und ich kriege einen etwas cleaneren Hintergrund, sowohl für meine Daily-Videos als auch für meine Livestreams. Und da freue ich mich schon sehr. Wir haben dafür nur ein paar Tage Zeit, denn man muss ja auch noch Familie besuchen und so. Deshalb drückt mir die Daumen, dass das alles klappt. Jetzt bedanke ich mich für deine Geduld und dass du mich bei dieser weirden Experience begleitet hast. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Falls ja, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!